Und mit ihm da zu sein, klar, das ist für mich ein unglaubliches Bild. Schlimmes Foto. Einer der Menschen, der menschlich mich sehr geprägt hat. Meine Liebe für die beiden kann man nicht beschreiben. Nuri, schön, dass du da bist. Sehr gerne. Schön, wir machen heute kein klassisches Interview, sondern wir haben ein bisschen was vorbereitet, dass wir einfach uns so ein paar Bilder angucken, die dich auch im Laufe deines Lebens begleitet haben und auch im Laufe deiner Karriere begleitet haben. Und wir sprechen einfach ganz locker. Ich werde dir vielleicht ein paar Fragen stellen. Du kannst gerne immer was dazu sagen, wenn du was dazu sagen möchtest. Gerne. Wenn du gar nichts dazu sagen möchtest, dann drückst du einfach fest auf diesen Buzzer und dann sehen wir das nächste Bild. Ich glaube zwar nicht, dass das bei dir vorkommt, aber so wie ich dich kenne, aber vielleicht hast du dich ja auch geändert in den letzten Jahren. Ja. Also Nuri Sahin als Dortmund-Trainer. Das muss das erste Spiel gewesen sein, gegen Frankfurt. Vor dem Spiel, glaube ich sogar. Warst du aufgeregt? Ich war, also für diese Vorfreude, diese positive Aufregung war da. Es war jetzt nicht so Nervosität, die ich hatte. Und mit dem Anpfiff hat sich das gelegt, aber das ist so in meinem Gesicht, wenn ich jetzt so gucke, glaube ich schon, dass da auch ein gewisser Stolz dabei ist, einen Lebenstraum zu erfüllen. Und ich meine, du hast dir auch sehr viele Träume in deinem Leben erfüllt. Diese Genugtuung in dem Moment, die ist unbezahlbar. Ich glaube, das hatte ich in dem Moment im Gesicht, ja. Also war schon immer dein Ziel, auch Dortmund-Trainer zu werden? Ja, ich habe ja immer gesagt, irgendwann die Süd an meiner Seite zu haben. Weißt du, so das Spiel mal miterleben, mit denen ein Tor zu schießen, mit denen ein Spiel zu gewinnen, so das wollte ich unbedingt mal erleben, weil du weißt, sobald du von dem Platz runter bist, dieses Gefühl, diese Hormonausschüttung, die hat man eigentlich nicht und am nächsten kommt man eigentlich so als Trainer in die Nähe. Und seit 2015 wollte ich Trainer werden oder bin Trainer geworden und klar war das eines meiner größten Ziele, ja. Machen wir mal weiter. Deine Anfänge hast du aber bei Meinerzhagen gemacht. Ja. Da kann ich mich noch irgendwie, so an Meinerzhagen kann ich mich noch ganz gut erinnern, weil ich weiß, dass du damals auch als kleiner Junge da gespielt hast. Genau. Und wir kennen uns beide ja auch schon Ewigkeiten, haben ja irgendwann auch Westfalenauswahl gegeneinander gespielt. Und da hast du angefangen, ja? Ja, also das sind meine ersten Schritte als Trainer. Wie war das für dich? Boah, ich habe mich komplett verliebt. Echt? Ja, wirklich. Also auch mit dem Feuer, mit der Energie. Und für mich war das extrem wichtig. Wir haben angefangen in der Bezirksliga. Aha. Dann ging es hoch bis fast in die Regionalliga, Westfalenpokal gewonnen, DFB-Pokal gespielt. Ja, das war die größte Lehre, die ich haben konnte und für mich ein Fixpunkt in meinem Leben. Hast du noch ein paar Freunde damals in der Truppe gehabt? Alle, die du da siehst. Das sind also auch als Spieler noch? Also oder waren das dann mehr so Stuff und so? Nein. Der hinter mir da auf der Bank sitzt, das ist mein Kindheitsfreund. Der ganz links ist mein Bruder. Ah. Der dritte von links, der so komisch guckt, das ist mein bester Freund. Und der da hinten mit der 13 rechts, der ist jetzt mein jetziger Co-Trainer. Also du brauchst schon ein gutes, vertrautes Umfeld um dich herum. Ja, also man arbeitet ja gerne in einem vertrauten Umfeld. Ne? Es ist ja so, ich meine, ich bin da sehr, sehr großzügig mit Vertrauen schenken, sehr großzügig. Und aber wenn ich dieses Vertrauen dann nicht entgegenbekomme, dann kann ich auch Abstand nehmen. Weißt du, bei mir ist Vertrauen und Ehrlichkeit, das sind Werte, für die ich einfach stehe. Und bei all diesen Menschen da weiß ich das. Das ist gut zu wissen. Wer von denen bist du? Ja, der Dicke hier unten. Der Dicke rechts unten. Also du bist der jüngere Bruder. Ich bin der Jüngere, ja. Ich bin der Jüngere. Traditionelles Bild? Ja, das ist aber traditionell. Das Foto ist traditionell, ja. Und was hast du für Werte von deinem Papa mitbekommen, die dich jetzt noch begleiten, die dir wichtig sind? Du hast gerade über Vertrauen, Ehrlichkeit gesprochen. Ja, also ich muss sagen, ich hatte eine schöne Kindheit. Wir sind zu viert gewesen, haben auch schwere Zeiten durchgemacht. Das ist ja jetzt nicht so, dass bei uns alles goldig war. Möchtest du darüber sprechen? Oder? Nein, es geht gar nicht darum, um im Detail darüber zu sprechen, aber ich weiß, dass meine Kindheit mich sehr geprägt hat. Eigentlich fehlt auf dem Foto auch mein Großvater, der hieß auch Nuri.
Den habe ich leider mit 12 Jahren, als ich 12 war, habe ich meinen Großvater verloren, in dem Jahr, als ich zu Borussia Dortmund gewechselt bin. Und meine Eltern haben sehr viel gearbeitet und mein Bruder und ich sind die ersten Jahre eigentlich immer bei meinen Großeltern gewesen, bis meine Eltern abends zurückgekommen sind. Meine Eltern, meine Familie ist für mich extrem wichtig, klar. Meine Mama Gold, wirklich. Also, aber mein Opa war schon sehr, sehr prägend für mich. Ist es immer noch, auch wenn ich ihn sehr früh verloren habe. Ich habe von ihm sehr, sehr viel gelernt, auch wo ich klein war. Ja. Schön. Ja. Das ist ein Bild für die Götter. Ja. Ich finde es geil. Ja. Klar, ich habe für die anderen Farben gespielt und trotzdem ist es so, ich kann mich da gut reinversetzen, weil man natürlich diesen großen Traum immer vor Augen gehabt hat und dann Balljunge sein durfte. Ja. Weißt du, was das Schönste an dem Foto ist? Also bei allem, was Balljunge und so, ich muss das nicht jedes Mal ausführen, dass mein jetziger Co-Trainer auch auf dem Bild ist. Ehrlich? Ja, da links mit der Mütze. Mit der schwarzen Mütze. Und ich bin stolz auf sehr, sehr viel, aber auf manche Sachen bin ich extrem stolz und das sind so Werte wie Freundschaft, Ehrlichkeit und mit ihm da zu sein. Klar, das ist für mich ein unglaubliches Bild, dass ich jetzt auch diese Karriere gemacht habe, dass ich da spielen durfte, dass ich Co-Trainer sein durfte, dass ich jetzt Trainer sein darf. Aber für mich steckt einfach viel mehr in diesem Foto drin oder in dem Video. Ja. Das ist besonders. Ja. Und das war dein Profidebüt? Ja. Mit 16? Mit 16. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Also das war schon ein außergewöhnlicher Tag. Es ist so krass, weil wir beide ja eine ähnlichen Weg gegangen sind. Genau. Ja. Was ja dann schon ein großer Sprung ist. So. Als junger Spieler, Absolut. Damals war es nicht Normalität, so wie heute, ne? Ja, ich meine, ich glaube, bei uns beiden war es auch irgendwie absehbar, also bei dir auch und bei mir auch, dass es in die Richtung gehen könnte. Ja, dass es so früh kommt. Übrigens auf dem Foto sind hinten die beiden, die da sitzen, das ist unser Mannschaftsarzt und unser Physio, jetzt heute noch. Ja. Das Bild brauche ich gleich, das muss ich denen zeigen. Ja, war außergewöhnlich, aber ich... War es eine Last für dich? Nee, gar nicht. So früh? Gar nicht. Wurde mir auch nie zur Last. Nee, das Einzige, was mir ein bisschen zur Last wurde, war meine eigene Motivation und Erwartung. Ja. Aber ich weiß noch, das Spiel, ich habe ein Elfmeter-Tor gemacht. Ich glaube, wir sind sogar in Führung gegangen, wenn ich mich nicht irre. Und dann, ich glaube, Kurani und du, wenn ich mich nicht irre. Ja, Rakitic hat das 2-1 gemacht. Oder Rakitic, ja. Rakitic hat dieses Traumtor gemacht vom 16er. Ja, stimmt. Ich meine, Rivalität war da. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir mal aneinander geraten sind auf dem Platz, wir beide, aber... Schließt sie nie aus. Ja, um Gottes Willen. Aber ich finde, während des Spiels ist das auch vollkommen okay. Ja, also, ja. Das Schlimme ist, jetzt die Spieler in der Jugend, die werden sowas nicht mehr erleben, glaube ich. Ich finde es auch schade. Also ich finde es auch schade. Ist wahrscheinlich auch für dich als Trainer irgendwie traurig, dass man. Klar, das sind ja schon Highlight-Spiele immer, ne? 100%. Ja, das war schon. Also die Niederlagen waren außergewöhnlich. Das hat schon extrem geschmerzt. Aber das habe ich erst verstanden. Ich habe ja mein erstes Heimspiel gegen Schalke gespielt. Mein erstes Spiel war in Wolfsburg. Und das zweite Spiel, also zu Hause mein erstes Spiel war gegen Schalke damals. Und das haben wir verloren. Und ich hatte ja damals keinen Führerschein. Ja. Und bin mit dem Zug nach Meinerzahn gefahren. Ach komm. Ja, und da waren die Fans da. Und da habe ich gemerkt, so was es bedeutet. In der Jugend war es auch außergewöhnlich. Mein erstes Derby war Wahnsinn. Aber da habe ich richtig verstanden, was es so wirklich bedeutet. Und ich finde es auch schade. Also nie ein Fan von euch gewesen, ist ja klar, du ja auch nicht von uns. Aber dass so ein Derby fehlt, ist schon nicht gut. Ja. Weißt du noch, wo das ist? Ja, Meisterschaft. Das war Meisterschaft. Schlimmes Foto. Okay, gut. Ja. Einer der Menschen in meiner Karriere, in meinem Leben, der, also nicht nur in meiner Karriere, sondern auch menschlich mich sehr geprägt hat, weil er ungefiltert ist, weil er komplett ehrlich ist, nicht nachtragend ist. Also, das habe ich gelernt von ihm. Und ja, mir immer mit Rat und Tat zur Seite stand. Und, immer noch? Immer noch, ja, immer noch. Ja, immer noch. Und außergewöhnlicher Mensch. Wirklich ein außergewöhnlicher Mensch. Sehr schön. Und würdest du sagen, dass er der Trainer ist, von dem du am meisten
gelernt hast? Oder war er vielleicht einer der Figuren, die dir auch den Weg gezeigt haben, dass du das Ich wollte immer Sportdirektor werden. Du wolltest Sportdirektor werden? Ich wollte immer Michael Zorc seinen Stuhl haben. Das habe ich ihm auch immer gesagt. Er ist natürlich die prägende Figur, ne? Das schon, aber nicht nur, weil er der Erfolgreichste ist, das nicht. Ich finde, der hat einfach andere Werte, die er vermittelt hat. Das kann ich so sagen. Ja, ich weiß. Ja. Meine erste Pressekonferenz, Champions League. Ich wollte unbedingt dieses Foto, weil ich als Kind immer alle Pressekonferenzen geguckt habe. Ehrlich? Ja, immer. Alle. Und ich fand das hinten ist für mich immer noch besonders. Champions League Logo. Ja, Champions League Logo und dann die ganzen Sponsoren da drauf. Das war schon außergewöhnlich. Das war vor meinem ersten Spiel gegen Zagreb. Ein Trainer, mit dem ich heute auch noch Kontakt habe, anders ist. Der ist wirklich anders. Kannst du sagen, ja, er will gewinnen. Ihm ist egal wie. Also er ist keiner, der denkt jetzt nicht so sehr, den muss ich entwickeln, das muss ich machen. Der will gewinnen. Am Ende egal wie. Egal wie. Sehr gut. Ja. Das Training mit den großen Stars. Ja. Ich meine, ich wollte nur nach Madrid. Ich wollte nur nach Real Madrid. War es dann nie eine Option gewesen? Für mich war immer Real Madrid so. Ich war ein Riesenfan. Ein Jahr vorher von Barcelona. Ich habe nur von Xavi und Iniesta geredet. Der Jürgen konnte das gar nicht mehr hören. Ne? Nach jedem Spiel habe ich dann immer, boah, hast du gesehen, das. Er konnte das auch nicht mehr hören. Irgendwann hat er gesagt, boah, ey, mir steht das so zum Hals. Aber ich wollte immer nach Madrid, weil mich als Kind das so sehr gepackt hat. Die Magie des Vereins, ja, ich war Balljunge. Was war's? Ich war Balljunge bei Dortmund und dann kam Real Madrid hierhin. Und dann nach dem Spiel stand Zinedine Zidane vor mir, schweißgebadet, komplett in weiß. Und das war so, ja, so surreal, Magic. Weißt du? Das war so surreal. Dieses Trikot war so, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. In der Westfalen-Auswahl hatten wir einmal, weißt du noch, ganz weiße Trikots und wir haben uns voll scheiße gefühlt. Aber das war so, boah, das war magisch. Also leider natürlich nicht in dem Maße erfolgreich gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Direkt in meinem ersten Training eine riesen Verletzung gehabt, was mich komplett zurückgeworfen hat. Und du musst dir vorstellen, das ist ein ICE. Ja, die halten nicht an. Die Jungs, die da drauf sind, Cristiano, also Pepe, Wahnsinnstyp, den habe ich jetzt auch bei der EM nochmal gesehen. Das waren schon außergewöhnliche Spieler. Ne? Ja. Bist du ein Autofan? Ich bin kein Riesenautofan, ich habe ein Lieblingsauto. Wie gehst du als Trainer jetzt damit um, wenn junge Spieler mit großen Autos kommen? Ist das egal oder ist das auch eine Werte-Sache für dich? Werte sind extrem wichtig, finde ich. Also man darf die Werte nicht verlieren. Der Cristiano Ronaldo kann auch jeden Tag mit Privatjet hier ankommen. Aber er ist auch ein anderer Spieler. Ja, ja, weiß ich. Das wollte ich ja sagen. Aber ich weiß, was er mir geben wird. Ja, wenn er hier ankommt. Also mit ihm habe ich eine Geschichte. Wir kamen nachts aus Valencia zurück, weil wir waren Nachbarn. Wir haben 3, 4 Häuser nebeneinander gewohnt. Und ich habe ihm gesagt, so, ob er mich mitnehmen kann, weil ich mein Auto nicht dabei hatte. Dann hat er gesagt, ja klar, kein Problem, aber ich brauche noch 1, 2 Stunden. Und wir sind nachts angekommen. Weißt du? Da habe ich gedacht, hä? Was will man jetzt machen? Und der ist dann wirklich, hat sich umgezogen, alle sind nach Hause gefahren, er hat sich umgezogen, ist runtergegangen, Kältebecken, alles was dazugehört. Regeneration. Ja, das wird mir jemand zu lang. Ne? Dann bin ich selber gefahren. Ich glaube, mit Karim Benzema bin ich damals dann nach Hause gefahren. Ja. Aber das ist halt, wenn du weißt, was er dir gibt, ich meine, der verdient es ja auch. Ne? Der soll das auch machen. Nur, wenn jetzt ein 18-, 19-Jähriger mit einem AMG kommt, das ist dann immer so ganz, ich weiß, wie du auch da tickst. Ich meine, wir ticken da auch nicht anders. Trotzdem müssen wir wissen, dass es eine andere Generation ist. Die wachsen anders auf als wir. Ja, du hast ja das Gefühl, wenn die ein Tor machen, die Jungs in der Jugend, die suchen da schon die Kamera, um irgendwelche Jubel zu machen, damit die das am nächsten Tag posten können. Trotzdem ist es auch mein Job. Ich bin nicht nur Trainer, sondern auch um Werte zu vermitteln. So habe ich es gelernt, weil man die Jungs auch irgendwo erziehen muss in die große, weite Welt. Weil von zu Hause aus kriegst du alles mit, das will ich mir auch gar nicht anmaßen. Aber die surreale Welt, Fußball, da wissen wir, wie es funktioniert oder wie es nicht funktioniert. Und da sehe ich es schon als unsere Pflicht, da auch
zumindest es anzumerken. Was man damit macht, ist die Sache eines jeden selbst. Ja, ja also da bin ich am meisten stolz. Die beiden, die bedeuten mir alles. Ja, ich definiere mich mehr darüber, was für Menschen die beiden werden. Also meine Liebe für die beiden kann man nicht beschreiben, und ich will nur ein guter Vater sein. Ich will nur, dass sie glücklich sind in ihrem Leben und dass die beiden ja all ihre Träume erfüllen, wenn wir denen ein bisschen auf die Wege helfen können. Und dann kam nach deiner erfolgreichen Zeit in der Türkei der Schritt zurück als Co-Trainer. Ja, genau. Ich muss ehrlich sagen, für keinen anderen Verein dieser Welt wäre ich Co-Trainer geworden. Und ich hatte sehr offene Gespräche mit allen Verantwortlichen, vor allen Dingen mit Edin auch, als Edin mich angerufen hat. Ich habe Edin von Anfang an ganz klar auch gesagt: Edin, ich helfe. Wenn ich komme, gib's all in. Ich gebe Vollgas. Ich will dir nur sagen, ich will nicht mein Leben lang Co-Trainer sein. Ich sehe mich nicht in der Rolle als Co-Trainer. Ja, und das war auch an seinem Tisch, also bei ihm zu Hause auch. Und ich wünsche ihm alles Gute, eine tolle Familie, wirklich eine tolle Familie, tolle Kinder. Und ich bin mir sicher, dass er auch bald wieder an der Seitenlinie stehen wird. Es ist ein besonderes Spiel für dich, in Madrid im Bernabeu die Champions League zu spielen? Ja, definitiv. Definitiv. Ich glaube, das wird auch vielleicht das erste und letzte Spiel, wo ich eine Krawatte machen werde, weil es diesem Verein und diesem Stadion gerecht wird, diesem Wettbewerb gerecht wird. Und ja, aller guten Dinge sind 3. Zweimal knapp verpasst. Es wäre nicht schlecht, wenn wir das Ding in der Hand halten. Ich wünsche euch alles Gute dafür. Danke, vielen Dank. Danke dir. Hat mich sehr gefreut. Danke.